Ja, das ist Homozysteinwert. Ich will einen Wert zwischen 5 und 7 Milligramm. Und viele meiner Patienten haben Werte zwischen 10 und 16. Und das begünstigt auch Tinnitus und Schwerhörigkeit. Und es gibt eine bewährte Methode, um diesen Wert abzusenken. Meistens funktioniert das, ich schätze, bei 95% meiner Patienten. Ja, hallo, ich grüße euch. Neues Thema. Das Problem ist Tinnitus. Häufiges Problem. Ich sehe das zunehmend. Stressgeplagten Patienten, die keine Hilfe finden. Die waren auch beim HNO-Arzt, der checkt sie durch, findet eigentlich nichts, empfiehlt Infusionen. Infusionen bringen nicht viel. Und dann waren sie bei einem homöopathischen Arzt. Homöopathie bringt nicht viel. Was ist das Problem, die Ursache dahinter? Aus meiner Sicht und auch die Studien zeigen, dass das Problem, was nicht wahrgenommen wird, ist Insulinresistenz. Was ist Insulinresistenz? Wenn Insulinrezeptoren an den Zellen blockiert sind, weil durch stärkehaltige und auch zuckerhaltige Kohlenhydrate irgendwann stumpfen diese Rezeptoren ab. Und das heißt, die lassen kein Zucker in die Zellen und damit sind die Zellen unterversorgt auch mit Energie. Und das ist ein großes Problem, weil wir essen einfach sehr viele stärkehaltige Kohlenhydrate und auch, was dazu kommt, sind toxische, hocherhitzte Öle und die findet man häufig in der Gastronomie und diese hocherhitzte Öle können auch die Funktion der Mitochondrien senken. Das heißt, die Mitochondrien sind nicht so gut in der Lage, Energie zu produzieren. Also diese Themen, natürlich kommt Bewegungsmangel dazu und dann haben wir ein Problem. Und was das Ganze ins Rollen bringen kann, sind sogenannte LPS-Teile, das sind Lipopolysaccharide, das sind von den Darmbakterien, von den Zellwänden der Darmbakterien, Partikeln, die durch eine poröse Darm oder Leaky Gut, poröse Darmwände in den Kreislauf gelangen können und stille Entzündungen auslösen können. Das heißt, diese Darmbakterienteile, die gehören nicht in den Kreislauf, aber die zirkulieren im ganzen Körper und die können auch ausschlaggebend sein bei Tinnitus, auch bei Schwerhörigkeit. Also das ist ein großes Thema bei stille Entzündungen. Und was toll ist, wir haben Möglichkeiten, das alles zu testen. Das heißt, man kann direkt beim Laborarzt LPS und Zonulin, das sind zwei Parameter, testen, um auszuschließen, dass sie unter diesem leckenden Darm-Syndrom leiden. Und das ist also wichtig hier, um das Thema auszuschließen. Und viele meiner Patienten haben das Problem und man testet Zonulin und die Werte sind viel zu hoch. Und da bin ich immer bemüht, dieses Problem zu beseitigen, weil das könnte eine Ursache sein bei Tinnitus. Weitere Ursache, darüber spricht auch keiner, weil Ärzte und auch Apotheker, wir würden alle ein bisschen Gehirn gewaschen,
das Jod ist toxisch, Jod ist giftig und Jod ist auch kein Problem, kein Thema mehr durch Jodsalz und das Thema wurde damit ad acta gelegt aber es ist nicht so einfach. Ich zitiere hier den Dr. Brownstein, es ist ein US-Arzt und Jodforscher und er und eine Gruppe von Ärzten, die forschen jetzt seit über 30 Jahren über dieses Thema, wie gut sind die Menschen mit Jod versorgt und bei US-Patienten, ich glaube, er hat ungefähr 6.000 Patienten untersucht und aus dieser Gruppe von Patienten hatten 95 unter einem Jodmangel gelitten. Und natürlich, Jodmangel kann zu Hypothyreose, also Unterfunktion. Und laut Studien, das kann ein Hörverlust und es kann auch Tinnitus verursachen. Und Jodgabe kann, also eine Optimierung kann hier helfen. Und aus meiner Sicht gibt es zwei Gruppen von Patienten. Also ca. 99% kommen gut klar mit Jod in einem Milligramm-Bereich. Also die Japaner, die traditionelle japanische Ernährung essen, das sind meistens ältere Japaner, die im Schnitt viele bekommen täglich 10 oder 12 Milligramm Jod und haben eine gute Langlebigkeit, viel weniger Krebs als Nordamerikaner oder Europäer. Aber es gibt auch eine Gruppe, also ich schätze weniger als 1%, die sind empfindlich auf diese Milligramm Dosis von Jod und die sollten sich mehr im Milligramm-Bereich vielleicht, also die Deutsche Ernährungsgesellschaft empfiehlt 150 bis 200 Milligramm. Also, und solche Patienten können durch Lugolsche Lösungen, ich habe ein ganzes Video über dieses Thema gemacht, diese Patienten können nervös, hektisch, unruhig werden mit Lugolsche Lösungen, aber das sind, also im Schnitt bei mir in der Praxis sehe ich das vielleicht bei einer in 200 Patienten. Die sagen einfach, ich werde unruhig, nervös und dann empfehle ich das einfach zu stoppen, dieses Lugolsche Lösung. Und stattdessen, diese Patienten kommen besser klar mit einer Gabe von Kelp. Also es sind Meeresalgen, vielleicht 1 oder 2 Kapseln Kelp täglich und dann sind sie im Milligrammbereich, vielleicht eine Kapsel enthält 100 bis 150 Mikrogramm Jod. Und das ist für diese Patientengruppe besser geeignet. Und das ist einfach wahnsinnig hilfreich. Warum ist Jod so wichtig hier bei Tinnitus? Was hat es mit Tinnitus zu tun? Nun ist es so, die Mitochondrien bilden Energie, die sind angewiesen auf eine gute Sauerstoffaufnahme. Und diese Sauerstoffaufnahme gelingt nur, wenn genug Jod vorhanden ist in den Zellen. Wir reden jetzt nicht von der Schilddrüse, wir reden von alle Zellen, alle Körperzellen brauchen Jod, nicht nur die Schilddrüse, sondern auch die Gehirnzellen, auch die Zellen in ihrem Innenohr, in ihrem Gehirn und in allen Drüsen. Und die Mitochondrien in allen Zellen funktionieren wie ein Vergaser in einem Auto. Das heißt, ohne Jod kann nicht ausreichend Sauerstoff aufgenommen werden. Und durch einen Prozess, das nennt man oxidative Phosphorylierung, wird Sauerstoff
mit Blutzucker zusammengebracht oder auch Fettsäuren und daraus wird ATP, Energie, gebildet. Und wenn diese Energie nicht gebildet wird, das begünstigt Tinnitus. Und wir sehen es bei jüngeren Menschen. Also Jodmangel, Mangel an B-Vitamine, auch hier ist wichtig, das ist auch ein Problem, diese Fast Food und auch Fertigessen, also ich glaube in den USA, dass circa 80%, 90% der Kalorien, die Amerikaner täglich aufnehmen, ist von Fast Food Fertigessen. Diese Nahrungsmittel haben so gut wie kein Jod und kein Vitamin B1. Das heißt, ohne Vitamin B1, ohne Jod, wenig Energieproduktion und das ist die beste Voraussetzung, damit Tinnitus entstehen kann, aber auch Schwerhörigkeit. Ja, jetzt haben wir die Ursachen gefunden und ich empfehle jeden, einmal im Jahr sollte man diesen Test durchführen und ich versuche diesen Test auch zu machen jedes Jahr. Das ist Homozysteinwert. Ich will einen Wert zwischen 5 und 7 Milligramm und viele meiner Patienten haben Werte zwischen 10 und 16 und auch ich hatte vor 20 Jahren einen Wert um die 15. Und das begünstigt auch Tinnitus und Schwerhörigkeit. Und deswegen kann ich das nur empfehlen. Und es gibt eine bewährte Methode, um diesen Wert abzusenken. Meistens funktioniert das, ich schätze bei 95% meiner Patienten. Das ist die Einnahme von 2 metabolisch aktive Formen von Vitamin B12 und eine metabolisch aktive Form von Folat. 5 Tropfen reichen täglich, meistens nach 3 Monaten sehen wir eine deutliche Senkung von dem Homozysteinwert und damit, das würde uns schützen vor diesen Problemen, gerade mit Innenohr und die Blutzirkulation wird besser. Was macht hohe Homozysteinwerte? Ablagerung, Gefäßablagerung. Und Gefäßablagerung im Innenohr, da können wir das nicht gebrauchen. Wir brauchen saubere Gefäße und deswegen ist Homozystein so ein wichtiger Wert. Und so wie sieht die Therapie aus? Ich habe Tinnitus und ich möchte an die Ursache gehen. Ich möchte nicht jetzt symptomatisch, ich möchte eine Besserung haben, weil ich hatte einmal einen Patienten, der konnte gar nicht schlafen nachts, kam nicht in den Schlaf und er hatte musste Kopfhörer aufsetzen und zum Glück innerhalb von 3 Monaten mit dieser Therapie war laut seiner Aussage um 99% konnte das senken. Und Nummer 1 ist Benfotiamin, das ist diese japanische Erfindung seit vor 70 Jahren. Japaner haben eine Form von Vitamin B1 entwickelt, was viel besser aufgenommen wird und viel besser in das Nervensystem eindringen kann. Und auch hier gibt es gute Erfahrungen mit ca. 150 Milligramm Benfotiamin. Das entspricht 2 mal 80 Milligramm Kapseln Benfotiamin. Das ist die Dosierung, die ich empfehle. Und man hat eine 70% Besserung gesehen innerhalb von 3 Wochen. Das ist wirklich fantastisch. Und das ist besser als Infusionstherapie. Und
Wer mich kennt, kennt meine Affinität für die heimischen Wildkräuter. Die können uns auch helfen. Ich habe schon die ersten Brennnesseln jetzt gepflückt. Es ist, obwohl es immer noch Winter ist, draußen ist heute der 14. Februar. Und Brennnesseln in Verbindung mit Hagebutten, da kann man auch ein Pulver kaufen, Hagebuttenpulver, und reinfahren. Also diese Kombination zeigt eine signifikante Besserung. Wahrscheinlich, weil das Entzündungsniveau konnte abgesenkt, reduziert werden. Und natürlich weniger Stärke und zuckerhaltige Kohlenhydrate ist immer vorteilhaft. Und wir möchten die Bildung von Insulinspikes und Blutzuckerspikes meiden. Und hier kann die Aufnahme von Nährhefeflocken, hilfreich 2 Esslöffel Nährhefeflocken, zeigen eine Stabilisierung des Blutzuckers. Und also sehr vorteilhaft. Das ist, ich hatte eben selber mit 19 diese Diagnose Diabetes, die wollten mir Insulin spritzen. Und eine meiner Mittel, die ich eingenommen habe, war Nährhefeflocken. Und das hat mich wirklich gerettet. Und es rettet mich immer noch. Und die schmecken nicht so schlecht. Also kann ich wirklich empfehlen. Man muss allerdings sagen, dass man keine Nährhefeflocken kauft, wo auch Reismehl oder Weizenmehl, wo diese Nährhefeflocken gestreckt werden mit Zusätzen. Es sollte 100% Nährhefeflocken sein. Ja, und dann Homozysteinabsenkung. Ich habe das gerade erwähnt, 2 aktivierten B12-Verbindungen plus Methylfolat und auch Glycin als Aminosäure kann man auch dazu einnehmen. Die Dosierung ist 5 Tropfen am Tag und da sehen wir machen gute Erfahrungen bei ca. 95% der Patienten. Dahingehend, dass der Homozysteinwert abgesenkt werden kann und das ist dann eben sehr wichtig. Ja, Darmmikrobiomoptimierung, das ist immer meine Aussage, egal welche Therapie Sie machen, ob das Schulmedizin ist, Naturheilkunde, das kann TCM, Homöopathie. Es sollte immer das Mikrobiom auch mitgenommen werden und Detox, Entgiftung ist immer vorteilhaft, deswegen bieten wir seit 35 Jahren diese Ayurveda Panchakarma Kuren in Verbindung mit Wildkräuter-Vitalkost und das ist eine wirklich exzellente Vorgehensweise, um den Darm zu optimieren, ein Reset für den Darm. Der Darm nimmt natürlich über die Jahre vieles auf, über Medikamente, Antibiotika, Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, Beta-Blocker, Schlafmittel, alle möglichen, nicht nur das, sondern auch toxische Metalle, Schwermetalle und Arsen in Reis, Cadmium in Schokolade, in Kakao und Blei und all diese Schwermetalle. Einfach eine gute Grundreinigung, das kann wirklich sehr viel, sehr helfen, damit diese Darmwände besser abdichten, damit diese Löcher nicht uns plagen mit eben diese pathologischen Bakterien, die durch die Darmwände gehen und uns über den Kreislauf belasten. Und dann auch diese 5-tägige Heilfastenverfahren für zu Hause. Das ist in meinem Detox-Buch. Sie sehen den Plan, wie man das da vorgehen kann. Und es hat sich bewährt, auch
wenn Sie aktiv sind, auch selbst wenn Sie arbeiten gehen, dann man kann diese Verfahren auch durchführen. Und dann die Sprossenfermentsäfte sind immer gut, um für ein besseres Mikrobiom zu sorgen. Ja, das ist die Blutparameter. Wir wollen gucken, dass Homozystein im grünen Bereich ist, zwischen 5 und 7 Milligramm. Da muss man achten darauf, wenn Sie zum Hausarzt gehen und der Hausarzt nimmt Blut ab, es muss in die Zentrifuge gehen, sonst hat man falsche Werte. Deswegen empfehle ich eigentlich eher direkt beim Laborarzt, weil die Laborärzte achten auf dieses Dinge. Also man muss ein bisschen man muss darauf achten, dass eben die Hausärzte das richtig hinbekommen. Zonulin und LPS im Blut bestimmen, um dieses Leaky Gut auszuschließen. Damit kann man das prüfen, auch zum Beispiel beim Laborarzt. Und dann dieser HOME-Index. HOME-Index wird erstellt durch Fastenblutzucker und Fasteninsulin. Und fast kein Arzt testet den Fasteninsulin. Das ist so wichtig, um diesen HOME-Index zu erstellen. Weil wenn der Wert zu hoch ist, dann kann man sicher sein, dass man unter Insulinresistenz leidet. Und das ist die Voraussetzung, damit Diabetes entstehen kann, Typ-2-Diabetes oder auch Prädiabetes. Das ist ein Riesenthema und wir möchten diesen Wert unter 1 hinbekommen. Also Sie sehen, Homozystein, Zonulin, LPS und auch HOME-Index. Wenn das im grünen Bereich sind, dann können Sie sich entspannen, dann ist es unwahrscheinlich, dass diese Probleme mit Tinnitus oder selbst Schwerhörigkeit kann verhindert werden. Und ich habe auch mit eben dieser Optimierung gearbeitet auch und eingesetzt und empfohlen, auch bei Senioren. Ich habe gute Erfahrungen, auch bei 80-Jährigen, auch mein Vater mit 85 Jahre alt. Der hat sein Hörgerät beiseite gelegt, weil er konnte wirklich besser hören und das war wirklich schön. Also einfach durch diese einfachen Methoden, ein Brennnessel-Smoothie jeden Tag und dann eben diese metabolisch aktive B-Vitamine und auch die Fermentsäfte. Und dann jährlich hat er eine Ayurveda Panchakarma-Kur bei mir durchgeführt und das hat ihn wirklich fit gehalten bis 94 und ja, das war schön. Er hatte gute Lebensqualität und das sollte jeder im Alter sollte in den Genuss kommen von guter Lebensqualität und ja, ich wünsche euch viel Erfolg und ich würde mich freuen, wenn Sie damit Erfahrungen gemacht haben in Bezug auf Tinnitus, bitte schreiben Sie Ihre Kommentare, weil ich kann auch von euch lernen, Ihre Erfahrungen. Und ja, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.